Sehr Dankeschön für das Vertretung von dir und mit uns war der Top Gott sein Wort studieren. Wir sind in 1. Petrus und wir werden den Brief studieren, was Petrus dort nur den neuen Christen schrieben, was in verschiedensten Ländern verstreut werden. So müssen in der Leben durchgehen und so heißt das Brief zum Ende. Mut sprechen und Gott sein Wort als auch für uns von dir. Und so ich freue mich, dass wir den Top kann studieren. Und wenn wir in den Herrn Jesus Christus sind, dann sind wir Schwestern. Und so, wir als Schwestern wollen Gott sein Wort studieren. Und so, Petrus hat diese neuen Menschen im Glauben all in doll Dinge denken gehalten. Und wenn einer durch schwere Tiden geht, dann besonders, dann fehlt einem Denken zu halten von all den Dingen, was einer vielleicht all gewusst hat. Aber durch die schwere Tiden, dann mit einmal dann verjagt einer die Dinge. Aber einer denkt doch nicht an, wenn die schwere Tiden, die nehmen dann mit das Eva. So, ich freue mich sehr, dass das Brief auch so viel Muttersprachen hat für uns, für das Zeit auch. Und so, wenn wir anfangen mit 1. Petrus 2, Versen 11 und 12 lesen, dort sagt es das. Liebste Freund, ihr seid hier fromm und reisen hier bloß durch. Wills jün Wirklichkeit Tüß im Himmel ist. Da wer ihn bereit jünt, hält jün frei von der bösen Last in dieser Welt. Da ist nicht für jünt. Da will jüne Säulen in den Grund bringen. Seht vorsichtig, dort je jünt mang jüne unbekehrte Nubasch geschert benehmen. So dort, wann soll jünt ab Verdacht haben, und jünt aus euer Recht stampeln, soll doch Gott wollen loben machen für jüne gute Worte, wann Jesus Christus kommen wird. Petrus, der fängt hier an mit seinem liebsten Freund. Auf Englisch sagt er beloved. Er will haben, dass die sollen wollen, dass die geläuft sind bei Gott. Und so dann fängt er an mit was sein, was uns auch bekannt hier von euer in das Brief. Und so wir haben euer feiert, dass das Brief, das wir geschrieben nur dass wir ein Gerüst nur der gewählte Pilger. Und so, dort entdecken, halten sie reisen hier bloß durch. Und nu will noch viel mehr hiervon reden. Und so, einer denkt so, warum so viel vertellen von dass das mal von Stolz ist und das nicht ans Tüß ist. Und so, die Frau hat einer. Und so, diese Menschen, die nie werden im Glauben, er wird auch viel denken zu haben, dass sie hier bloß von Stolz gewählt und das wir nicht für immer, das wir nicht Tüß. Vielleicht denken sie auch, kriegst es wie auch leicht, wenn wir durch schwere Tiden gehen, dass wir dann leicht so glauben, das wird auch niemals eng nehmen. Aber wir können nicht unsere Üben abheben, dass wir kann bei den Schwierigkeiten vorbeikicken, durch das Leben vorbeikicken, wo wir bei sind. Und ich glaube, gerade so, was diese neuen Christen dort gegangen haben. Sie können meist nicht vorbeikicken, nur durch vorbei bei den Schwierigkeiten, wo sie durchgingen. Das ist so leicht, dass wir nicht denken und dass wir sollen immer uns sein haben ab die äußeren Dinge. Und das ist ein Ding, wenn wir da ein Match haben, dass das nicht ans Tüß ist hier auf der Welt, aber das ist ganz was anderes, wenn eigentlich du das leben. Und weil wir sagen, die Tochter sagt zu uns, du hast einen Weg zu leben. Wo wird uns leben am anderen in einem Weg? Wo wird wir anders leben? Wenn wir wissen, dass wir haben einen sehr kleinen Stolzchen. Und so, wenn ich darüber denke, dann denke ich so, was von den Dingen würde ich dann am anderen und wo würde ich dann all die Gedanken haben und ob all die Dinge bühen. Wenn es dann würde noch die Wirklichkeit, dass das mal von Stolz ist, noch viel Dollar kommen. Und so, wenn wir denken, und bloß eine Werk haben oder einen Monat hier bei ihr, wo wir dort am anderen. In Wirklichkeit, uns Leben ist wie 70 oder 80 geworden, das ist man so ein kleines Stolzchen. Und das ist nicht uns wird heim. Und so, dann denkt einer so, würde ich dann mal Menschen vertrauen von Jesus und was er für mich getan hat. Und wo er ist gestorben für die Sünden von der ganzen Welt. Und so würde einer seine Familie mit aller sein, wie viel einer leben dort. Und dort wird sehr hostig, dort einer wird durch alle Dinge sehen und die Dinge, die nicht nötig werden in einem seinem Leben, dort einer wird durchnehmen. Keiner von uns ist mal ein Versprechen. Und so dort soll wir leben. So, wo wir das lassen, wenn jeder Tag so leben, als wenn das unser letzter Tag wäre.
Und so, für die von uns, was wir uns glauben haben in den Herrn Jesus Christus gesagt, für die Vergebung für unsere Sinn, und wir haben uns bekehrt, wir haben allen Heim, was der Lehrer nicht uns, und ich wird Heim, wie Jesus. Epheser 2, Vers 6 sagt es dort, Gott hat uns mit Christus Jesus Taub abgewagt und mit einem Taub einen Platz im Himmel gegeben. So sagt also, wenn du in Jesus sind, dann haben die einen Platz im Himmel bei Jesus. Und wir sind wahre geboren in Arm. Wo wunderbar, dass die von uns, was uns vertrauen auf Jesus gesagt, dass wir alle weiten, dass wir da ein Heim haben bei Jesus und wir da dort ablehren. Und wir wollten dort, dass das bloß für ein kleines Stutz geht. Und das ist, wo wir eine Bürgerreich haben im Himmel. Philippa 3, Vers 20 und 21, dort sagt es das. Du sagst Paulus ist das. Uns Bürgerreich ist über uns im Himmel. Und wir lernen all da nur, dass uns Heiland und Herr Jesus Christus von dort kommen wird. Und er wird durch seine Kraft, durch die sich alles ungadun merkt, unseren nüchtern Körper am anderen, so dass die seinen verherrlichen Körper liegen wird. In 2. Korinther 5, Vers 6, nein, du sagst Paulus ist das, du werden bleiben wie getrost. Wir wollten, solange wir hier, wie in diesem Körper wohnen, sind wir noch nicht tief beim Herrn. Wir leben noch in der Zeit, wo wir glauben, und noch nicht, wo wir sein. Wir sind über ganz getrost. Wir würden viel lieber unseren Körper verloren und tief beim Herrn sein, weil wir uns da noch bangen. Da wir uns mehrlichst am Telefon und ein Daumen auf wie hier sind oder all tief bei am. Paulus hat ein Deupet lang nur tief sein bei dem Herrn. Und er wusste, dass er ein Heim hat, all bei Jesus. Und so, hier kann wir dort hören, Paulus sein Wort hören, wo er sich fällt über. Und so, Judala eigentlich denken an die Wirklichkeit, dass das nicht uns wird Heim ist. Judala, wo wir so leben, dass wir werden den Herrn gefallen leben. Und wenn wir ein bisschen andenken, dann kann einer vielleicht ein bisschen verstehen, wo Petrus so viel davon reden hat. Wenn es unsere Jugendlichen so leicht rumchecken in was wir hier durchgehen machen, in was wir hier haben und vielleicht nicht haben. Aber dass wir immer weiter sollen, so denken, das ist nicht mein Heim. Das ist nicht mein Heim. Ich sehe noch nicht tief beim Herrn. Das ist bloß für den Stutz. Das ist eine Geschichte von einem Mann, der heißt Samuel Morrison. Und er war in Missionsarbeit. Und er hat sein ganzes Leben in Afrika geschafft, die Missionsarbeit zu tun. Und so, er kennt nicht nur die Städte. Und so, er ist auf dem Schiff, wo du New York abtau geht. Und ab dort Schiff ist Teddy Roosevelt. Der war ein Präsident mit Jahren 3. Und so, da wir auch in Afrika gewesen, aber da wir für 3 Wochen gewesen und da hat gejährt, für Scheingehen. Und so, wenn sie erst in New York kommen und das Schiff, das ohne sieht, kommt auf dem Land an, dann merkt Samuel dort, dass grülich viele Menschen stehen da, beim Wutter an der Hand der Blusen und haben sein Namen abgeschrieben, den Präsident sein Namen und die dann am Willkommen halten da. Und dann er geht vom Boot drauf und keiner sagt was zu ihm. Er hat sein ganzes Leben gegeben nur Menschen, dass die sollen Jesus kennenlernen und das Evangelium sprechen. Und keiner sagt was zu ihm. Und so, das bohrt ihm ein bisschen. Und er dachte, der Präsident ist 3 Wochen gewesen und hat einen Schein gehabt. Ich habe mein ganzes Leben gegeben da und habe Menschen das Evangelium gebracht und wer ist hier für mich zum Willkommen halten. Und so, ich denke, ich habe all das gegeben und keiner lernt hier nicht mehr. Dann hier hat eine Stimme innerlich und wo der Herr sagt zu ihm, zu sein Wort, sagt es das, du bist auch noch nicht tief. Ist das nicht, was einem Deut hören wird, dass Gott zu ihm sagt, du bist noch nicht tief, du wirst die noch nicht willkommen halten. Er hat eine Arbeit getan, wo er noch in der Ewigkeit wird für belohnt werden, wenn er ist tief wird.
im Himmel. Und so, ich glaube, das ist eine gute Geschichte für uns, zum immer weiter und denken, hier ab diese Erde, da wir nicht mehr aus was checken, wenn wir sind noch nicht tüß. Und dann sagt Petrus, da werden Bergjünd. Und dann macht eine Frau, wo werden? Er sagt, wenn wir hier nicht tüß gehören. Da werden sollen sie sich freiholen von der böse Last, was in dieser Welt ist. So, wir sollen uns freiholen von der böse Last, wenn das ist nicht ans tüß, wie hier nicht haben. Und wir wollen morgen dort, erschlich dort Petrus reden von dort innerliche christliche Leben, was sie sollen leben. Und dann wird er von reden, wo das sieht, wenn sie das christliche Leben dann leben, für die Menschen, die daran sind. Und so, was von der böse Last kann Petrus hiervon reden? Wir reden in Kapitel 2 davon, nicht hingerlastig sein und nicht hecheln, nicht aufgänstig sein, und keine Plüder haben. Und ich wollte dort noch mal von reden, in 1. Petrus 4, Vers 3, da sagt es, dass Leute, die je hingegehen haben, taurigen, so je lebt zu haben aus der Welt, ja dort gut geht. Und je Schleichsinnen, Last, Trinken, Freten, Süben und Anbahn jetzt auf jeder Deins. Und so, ich wollte noch Luther an, und das brauche ich mehr von reden. Und Paulus redet auch ein Teil von den Worten, die vom Fleisch kommen, in Galater. Und so, in Galater 4, Vers 19 bis 21, da sagt es das, was das Fleisch für Worten hat, ist klar. Das ist Eihebruch, Hürerie, Anreinheit, Anbahn Leben, Aufjäterie, Säberie, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, Nusig sein und Zank, Spaulerie, Aufgans und Mord, Süben und Freten und so was mehr. Ich habe ihnen dort all einmal gesagt, aber ich sage dort noch einmal, da die so was tun wollen und Gott sein Reich nicht nur kommen. Und dann kommen. Und so, Petrus sagte, und diese Last ist nicht verjüngt. Holt ihn drei von euch. Wir als Christen sollen nicht lassen ans Fleisch, ans Leben regieren. In Galater 4, Vers 16, da sagt Paulus, sagt Paulus, Jeruz, euer Heide, wo vom Fleisch, wo vom Fleisch kommt, abnahmen, da sagt er so, ich sage ihnen so, wandelt in das, dann wollt ihr dort nicht tun, wo nur dort Fleisch gelassen wird. So, was wir machen, wenn wir das Fleisch nicht, Worten, was vom Fleisch kommt, nicht wollen, nur gehen, die Antwort ist, wo kann wir wegbleiben von da, und dort ist, wenn wir im Yes wohnen. Und so, das einzige Chance, was eigentlich haben, dass wir nicht wollen, so leben als uns Fleisch will, ist, wenn die dann in den Yes wohnen. Wenn Petrus sagt, dass die Last, die will an die Säulen in den Grund bringen. Wir sind in den Krieg. Wisst ihr das auch? Wir sind in den Krieg. Und so, wir reden nicht von so einem Krieg, wo Soldaten sind und die dann scheuten und alle Sorten Gewehren mitdrehen, aber wir sind in den jährlichen Krieg. Aber wir als Christen, wir haben den Heiligen Geist in uns. Und dort ist ein Geschenk von Gott. Und der Heilige Geist, der uns wiesen, wo wir sollen leben. In 1. Johannes 4, Vers 4, da sagt es das, liebe Kinder, die sind von Gott in Haft, die all besiegt, die jetzt in Jünd ist, Haft geraten aus der in der Welt ist. So der Heilige Geist, was du in uns ist geraten aus der, was du in der Welt ist, und dort redet von den Feind. Wir dürfen uns nicht grüßen für das Krieg, wo wir sind, in das jährliche Krieg, wenn es da, was in uns ist geraten aus der, was du in der Welt ist. Und wir als Menschen, die uns glauben in Jesus Christus gesagt haben, wir dürfen uns dafür nicht grüßen. Und wir machen auch dort erkennen, dort wir im Krieg sind, aber dann machen wir auch dort Gewehr, was Gott uns hat gegeben zum Abnehmen, dort wir können gewinnen in das Krieg, dort ist unsere Verantwortlichkeit, die Dinge abzunehmen. Wir würden so denken, wenn ein Soldat im Krieg wie ein Hai ging dann an ohne Gewehr, dann würde er so denken, wo plächt den? Der wird niemals gewinnen. Und Krieg so ist, dass wenn ein die Gewehr nicht abnehmen, was Gott für uns hat. Und so, wir können dort lesen in Epheser 6, Versen 11 bis 17. Ich würde Ihnen sagen, Mut sprechen, dort selbst gut überlesen. Wir haben dort Gewehren, was wir uns absagen.
dass wir kann den Feind gewinnen. Wenn Jesus hat das alle gewonnen, aber er hat uns gewähren gegeben, dass wir kann den Feind gewinnen. Viele von uns, wir leben das, wenn durch kein Gewinn als gehen ans Fleisch. Und, aber wir als Christen, wir haben Geschenke gekriegt von Gott, was wir uns kann absaten in Brücken, wenn der böse Feind uns angreift. Und dann wollen wir nicht so leben, als ans Fleisch das jankert. Und dann in Vers 12, da sagt er, seht vorsichtig, dass jemand jene umbekehrte Nobasch, gescheit benehmen, so dass wenn sie jünd ab Verdach haben und jünd aus euer Reich stampeln, sei doch Gott wollen loben machen für jene gute Worte, wenn Jesus Christus kommen wird. So, er hat in Dolphin geredet von, wo das ist, was wir uns glauben in unseren Horten leben. Und hier wird er aufhängen zu reden von, wo ist das, wenn wir und für Menschen dort leben. Und so, wir wollten dort wurden doll Dinge gesagt, während diese neuen Christen auch, sie mussten doll Lieden durchgehen, ab viele verschiedene Stellen in ihr Leben. Und Menschen tun immer nur uns abpassen. Die von uns, die tun Jesus nur folgen, Menschen tun nur uns abpassen. Und sie tun abpassen, wo wir leben tun. Und einmal sagen die Dinge, die nicht wahrhaft sind von uns. Und über Petrus steht in Mut sprechen, die sollen bloß wieder leben, wieder Glauben leben für Jesus. Und dann, dort sie wollen machen, Gott loben, wenn die Zeit ist kommt, dort Jesus wird zurückkommen. Und so, Petrus, der in Mut sprechen, kann vorsichtig sein und sich für ihre unbekehrte Nobasch gescheit benehmen. So dass es fern, wenn wir uns leben für andere Menschen, so dass sie kann sein, wo dort christliche Leben wird gelebt für an. Und so, da wir noch von reden, wo ist das, wenn eigentlich uns glauben und leben für andere Menschen? Wenn sie kann Jesus noch nicht. Und so, wie man sicher mehr und dass wir uns leben, so leben dort, wenn sie eins geworden dort annehmen, euer Jesus zurückkommt, und wollen sie denken, dort ist so wunderbar, dass sie die Wahrheit haben gesagt, dass sie Jesus angenommen. Aber da waren nicht alle Menschen, die dort sind. Und die wollen an den Tag mit Gott loben und preisen, während wir haben uns Leben für ihn gelebt. Und so, wenn wir uns Leben so leben, dass die unbekehrte Nobasch, die Menschen da an uns abpassen, dass sie kann sein, wo das ist, wenn wir uns leben für Jesus. In Philipper 2, 10 bis 11, da sagt es das. Im Namen von Jesus sollen sich alle Knien im Himmel und auf Erde und unter der Erde beten, und alle Zungen sollen zu Gott seine Ehe Christus Herr ist. Die Menschen wollen dort an jedem Tag alle kann sein, dort Jesus Christus wir wirklich da, was wir von reden deuten und für wen wir leben deuten. Und dann alle Menschen wollen man ihre Knie beten zu ihm. Und so, wenn wir uns christliche Leben so leben, dort wie kann das Evangelium leben, so ist Gott will haben, dort auch in du soll. So, das sind zwei Frauen, die wir wollen uns zum Schluss fragen. Und dort ist es, dass dann auch in du so leben, als wenn das bloß findest, dass es uns heim ist. Das ist nicht, wo wir wollen bleiben. Einmal unsere Jungen holen ab dort auf wir. Petrus redet da mehrmals von, und so werden wir dort im Denk holen. Wir sind hier mal findest, und dann zweitens ist, da wir uns mag unsere unbekehrte Nobasch gescheit benehmen. Einmal so leben, dass Menschen uns kennen. Und was sollen die von mir und von dir? Sollen die Jesus in uns? Und da wir dort Evangelium leben. Dankeschön für Zurückkommen mit uns zu studieren. Und Gottes Segen beim nächsten Mal. Dankeschön.